So, das wäre jetzt Part 2. Jetzt machen wir gleich weiter mit dem Build-up. Ihr müsst wahrscheinlich das letzte Tutorial gesehen haben, damit ihr wisst, was ich hier alles gemacht habe. Aber war eigentlich alles ziemlich simpel noch. Und jetzt starte ich hier nach dem Intro, was ich nochmal laufen lasse von hier aus, starten wir hier ein Build-up. Und jetzt habe ich eine Idee gehabt, welche auch viele nicht wissen, wie man das macht. Und zwar will ich so die Melodie immer schneller werden lassen über einen Build-up durch. Und ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ähm, ich zeige es euch von A bis Z. Hier habe ich jetzt einfach mal das hier hinkopiert. Und ich will, dass das sich jetzt halt immer mehr beschleunigt, aber nicht halt in dem Sinn so wie hier. Könnte man auch machen, aber ich mache jetzt was Interessanteres. Und zwar mache ich eine neue Audio. Ich mache das alles mal kleiner hier. Haben wir das zusammen. Und jetzt werde ich das hier aufnehmen. Resampling. Hier auf 0 Dezibel. Und jetzt nehme ich einfach alles auf, bis der Reverb fertig ist. Und jetzt müssen wir das alles hier wieder muten. Einfach die Taste 0 klicken und dann ist es gemutet hier. Genau, und jetzt habe ich hier den hier. Und dafür brauchen wir jetzt ein Delay. Das ist die sauberste Variante damit. Den schalte ich mal aus, den EQ. Und hier direkt Sync wegmachen auf die Zeit. Und jetzt müsst ihr genau schauen, dass ihr das richtig macht. Und zwar, wenn du einen Teil markierst, ihr müsst hier unten schauen. Hier, genau hier beim Zeiger steht nachher die Zeit, wie lange dieser Teil geht. Und das wäre jetzt hier, wenn ich es markiere, jetzt seht ihr 1,6 Sekunden. Und dann gehe ich hier auch auf 1600, also 1600 Millisekunden. Das müsst ihr verlinkt lassen. Dry-Wet auf 50%. Und dann könnt ihr diese Zeit hier, Feedback muss auch ganz oben sein, diese Zeit könnt ihr automatisieren. Das müsst ihr aber dann erst machen, nachdem der Sample hier vorbei ist. Und dann gehen wir irgendwie bis 8 Bars, das wäre hier vorne. Genau. Nicht vielleicht, ja, vielleicht auf irgendwie 3 Millisekunden oder so. Wenn ihr Shift klickt, dann könnt ihr das ein bisschen genauer einstellen. Sonst macht es direkt so. Und dann machen wir die Kurve, Alt drücken und ein bisschen so von oben kommen. Und jetzt müsst ihr diesen Infinite Button müsst ihr anschalten, aber erst hier, nachdem der Sample fertig ist. Und jetzt könnt ihr gerade hören, was passiert. Genau, das wäre so der Build-up und ich dupliziere das jetzt und friere es ein und dann direkt als Audio speichern. Dann haben wir so einen fertigen Sample und ich schalte das hier jetzt einfach aus, weil falls man dann noch was verändern will hier und es falsch gemacht hat oder so, dann kann man es dann nochmal neu aufnehmen. Aber so sehe ich hier genau, was passiert und ist irgendwie für mich einfacher. Und da mache ich dann ganz gerne einen Reverb rein, der stärker wird gegen den Schluss. So. Etwa so. Das wäre jetzt der Mix, der automatisiert ist. So. Und dann mache ich hier Audiospuren für Uplifter. Dafür mache ich sicher mal hier Herzpisten weg. Da wird wir den Sub hier wegschneiden. Sagen wir diese Spuren so auf minus 15. Und dann können wir die umbenennen.
und also Uplifter, Downlifter kann man natürlich dann auch reinmachen. Dann haben wir die hier und können einfach irgendwelche Uplifter hier reinmachen. Jetzt habe ich es noch auf Solo gehabt. So. Der hier wäre gar nicht so schlecht, aber dort merkt man, der Pitch geht nicht hoch und das können wir aber auch selber ändern. Mache ich den Reverb, von dem brauchen wir nicht. Dann können wir hier auf Clip und dann Transposition und dann könnt ihr da einfach ja irgendwie hoch. Spielt hier nicht so eine Rolle. Komplex muss an sein, sonst funktioniert das nicht, wie es sollte. Jetzt schauen wir mal, wie es klingt von hier aus. Genau, das grundsätzlich ist dieser Build-up schon so fertig. Dann machen wir aber hier noch so einen Fake Drop, das können wir wegnehmen. Und danach kommt wahrscheinlich hier dann der Drop. Und weil jetzt dieses Build-up-Tutorial, sage ich jetzt mal, sehr kurz ist, ich dachte zuerst, wir machen das Processing, machen wir nach dem, erst in Part 3. Aber eigentlich können wir jetzt schon durchgehen. Und zwar habe ich hier in all diesen Sachen im Intro noch nicht wirklich was gemacht hier mit Effekten und deswegen will ich jetzt von Anfang an hier schon mal richtig durchgehen. Hier, das Crash habe ich noch vergessen. Das, ja. Genau. Und zwar, jetzt fange ich einfach mal von oben bis unten an. Jetzt haben wir hier diese Melodie und wir haben hier den Sub. Und wie ihr wissen solltet, darf man immer nur einmal einen Sub haben. Also ja, so übereinander eigentlich. Genau, und dafür nehme ich jetzt hier einfach mal irgendwie den Pro Q3. Eigentlich reicht auch schon den EQ, weil hier mache ich jetzt nicht viel. Das Einzige, was ich mache, ist halt schauen, wie viel ich wirklich brauche. Also von den Frequenzen. Und dafür ist es sinnvoll, wenn ihr es nachher auch im Mix hört, mit allem zusammen und dann geht ihr einfach von unten bis dort, wo ihr denkt, okay, jetzt fängt an irgendwas vom Ton zu fehlen. Jetzt hört man, das braucht es noch hier. Und das braucht es noch, also mache ich jetzt etwas so. Aber wir haben fast immer bei irgendwelchen Plugs, wo man keinen Sub braucht, haben wir irgendeinen Sub drin und den schneiden wir einfach weg und dann habt ihr allgemein einfach einen sauberen Mix. Und was man auch machen könnte, wäre halt den auch noch zu layern. Also nochmal den gleichen Ton, die gleiche Melodie, also nicht den gleichen Ton, sondern nachher den Ton wechseln. Dann könnt ihr auch einen nachher mehr nach links ziehen, einen mehr nach rechts. Aber ja, das sollte selbsterklärend sein. Genau, und jetzt, das wäre es eigentlich schon mit dem ersten. Ihr müsst auch nicht jedes Mal unnötig 5 Set-Turns oder sonst was haben, um den Ton zu verstärken, wenn er schon von Grund auf eigentlich okay ist. Genau, aber das, was wir hier machen beim Sub, ist ein bisschen interessanter. Und zwar haben wir hier einen Kick und die Sub, die übereinander läuft. Und das drückt gegeneinander, weil wir zweimal einen starken Sub drin haben. Und deswegen hier, zuerst mache ich jetzt auch noch den Pro Q3 und ich glaube die oben Frequenzen können wir ein bisschen abschneiden und hier sage ich jetzt mal bis etwa 30, 35 so. Das brauchen wir alles nicht unter dem. Und jetzt können wir einen Kompressor nehmen. Das ist bei Audioeffekte hier. Ich habe den einfach schon bei Favoriten. Genau, und jetzt machen wir einen Sidechain. Hier diese Pfeiltaste aufmachen. Dann könnt ihr den Sidechain zum Kick machen. Also, das wäre Spur 14. Könnt ihr hier den Input 14 und dann machen wir noch diese Übersicht hier. Jetzt könnt ihr einfach den Sidechain und das sieht immer, wenn ein Kick kommt, dann kommt der Sidechain beim Sub hier. Dafür müsst ihr den Threshold runterziehen.
das ist jetzt schon... Ja, Attack würde ich runter machen. Etwas so. Nicht, dass es halt dann komplett, komplett den Sub hier entfernt, sondern so, dass es nicht wirklich hörbar ist, aber es macht auf jeden Fall viel mehr Platz im Mix. Und dann zusammen hört man das dann eigentlich gar nicht, dass man hier dann was wegschneidet. Auf jeden Fall ein sehr wichtiger Trick. Dann hier machen wir wahrscheinlich das gleiche. Aber diese Töne sind so hoch. Und wenn sie so hoch sind, jetzt sieht man, was hier alles hier ist, was völlig unnötig ist. Wahrscheinlich etwas so, weil das alles hier unten macht nur den Mix kaputt. Und dadurch, dass der nur im Hintergrund sein muss und ich finde, diese Höhen hier sind ein bisschen ekelhaft, sage ich mal so, können wir das auch so abschneiden. Ja, das hat schon einiges besser gemacht. Kick selber, ich finde Kick-Samples meistens sind schon so gut, dass ich nicht mehr irgendwas mache. Und dann bei der Snare auf jeden Fall hier ein bisschen den Sub wegschneiden, ganz einfach. Und bei den Hi-Hats, hier sieht man, wie unnötig das Zeug hier unten ist. Das reicht schon. So, dann next. Hier haben wir auch wieder diese Hi-Hat. Sollte schon reichen. Wenn ihr halt irgendwie ein Open Hi-Hat habt, also das sind halt nicht solche, die nur so ein Zischen sind, dann könnt ihr da schon ein bisschen mehr drin lassen. Aber brauchen wir jetzt in dem Fall hier nicht. Also bei einer Crash hat es ein bisschen mehr von einem Ton. Da gehen wir jetzt nicht so hoch. Und Impact werden halt dasselbe. Ne, das wäre nicht dasselbe. Da brauchen wir Bass. Sorry, mein Fehler. Und dann bei den Upliftern habe ich es ja dann schon gezeigt. Da nehme ich dann auch weg bis ja 500-600 Hertz. Genau. Und dann bei dem hier beim Build-Up müsst ihr ja dann nichts mehr machen, weil das ja schon aufgenommen ist. Von dem hier oben ist natürlich jetzt mein Fehler, dass ich das schon aufgenommen habe, bevor ich diese Effekte hingemacht habe. Aber wir müssen uns jetzt nicht so unnötig im Detail verlieren. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Tutorial. Dann mache ich dann nachher gleich weiter mit einer Bassline und dann können wir dazu dann noch den Fake Drop machen. Peace, bis gleich.